Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch, die sich, wie man unschwer erkennen kann, schon wieder um das Dauerbrenner-Thema Vesuv kümmern wird. Wir haben da eine Menge erreicht, wir haben in den letzten Wochen viele Sachen ausprobiert, einige mussten wir leider verwerfen. Ich hoffe, dass auf Dauer unsere Vesuv-Asservatenkammer nicht noch viel größer wird. Aber es hat sich eine Menge getan und ich zeige euch erstmal, was wir in den letzten Wochen so versucht haben. Wir haben ja nach dem letzten Mal, nachdem der Kinetiksand nicht in die Schnecke rein wollte von alleine, weil es sich immer einen Tunnel grub und der Kinetiksand so fest ist, dass er nicht von alleine da reinfiel. Und da ist jetzt die Idee von Stefan entstanden, letztes Mal, dass es hier ein System gibt, was den Sand reindrücken kann. Das zeige ich mal, der Sand fällt da rein und wird in die Schnecke gepresst. Weg ist er, neuer Sand rutscht nach. Ich habe das mal ein bisschen beschleunigt jetzt. Funktioniert. Wir wissen nur zwei Sachen nicht. Erstens, der Druck ist doch ganz schön stark, den wir hier aufbringen müssen. Was sagt auf Dauer die Schnecke, die ja immerhin unter Druck jetzt Sand befördern muss? Leidet sie darunter oder nicht? Das müssen wir jetzt mal einen Dauertest machen. Und nächstes Problem, der Sand kommt von oben runter. Sieht mittlerweile auch schon ansatzweise so aus, für so einen Schnelltest nicht schlecht. Kommt hier an, wie rutscht er jetzt zuverlässig da rein? Da wolltest du eine Edelstahlrutsche wie auf dem Kinderspielplatz machen? Genau, so zwei Sachen. Einmal eine Rutsche, die muss gedreht werden, damit der wirklich sauber nachrutschen kann. Und dann habe ich also eine Art Paddel gedacht. Das ist dieses Teil, was ich quasi hier vormache, womit ich den Sand noch so ein bisschen portionieren kann. Also sprich, dass ich hier nicht zu viel stauen kann. Und ich kann jetzt, wenn ich das Ding drehe, siehst du, schiebe ich dieses ganze Brett quasi Stückchen für Stückchen nach vorne. Und wenn es jetzt hier weg wäre, würde es halt immer und weiter. Hier ein Deckel drauf. Ja, das müsste dann wie so eine Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, das ist, wenn nach hinten fällt, ne? Genau. So, das ist der nächste Schritt. So, der letzte Stand war ja, wir wollen es unbedingt mit der Förderschnecke machen, den Sand nach oben zu bringen, also die Lava, weil wir unbedingt wollen, dass die Lava oben raus sprudelt und nicht über ein Förderband irgendwie abgekippt wird und dann runterrutscht. Das ist weiterhin das große Ziel. Der ist aber so starr, der Sand, und hat eine so hohe Verdichtungseigenschaft, weil er sehr schlecht rutscht. Dieses schlechte Rutschen ist unser großer Vorteil, weil er schön langsam ist dadurch, dass wir ihn nicht durch ein Rohr pressen können. Dann verdichtet sich das und irgendwann explodiert das Rohr. Die Förderschnecke ist dafür die Lösung, nur Verhältnis, Förderschnecke geht da durch, war ja das Problem, dass die sich einen Tunnel gräbt, aber der Sand, weil er so starr ist, nicht nachfällt. Also war ja die Idee, eine Trommel zu nehmen. Nach dem Motto, wir nehmen die Trommel und die lässt den Sand immer wieder neu von oben in die Förderschnecke reinfallen. Ja, wir haben angefangen zu bauen, davon gibt es keine Bilder, weil wir ganz schnell ein Problem gemerkt haben, gib mir mal ein Stück Sand. Der ist jetzt ganz locker, der Sand, aber wenn er in der Trommel sozusagen immer hin und her fällt, braucht man gar nicht lange machen, wird es eine Kugel. Das heißt, es hat sich zu Kugeln geformt, die nicht da oben rein wollen in das Loch, wo sie rein sollen, sondern die einfach nur wild in der Trommel rumgelaufen sind. Und jetzt gab es die neue Idee, läuft seit gestern. Ich muss zugeben, ich habe einmal den Teil schon gesehen, den noch nicht. Hast du noch getestet? Ja, also ich habe noch ein bisschen getestet. Ich habe auch schon die ersten Schwachstellen gesehen, aber das ist natürlich jetzt alles nur ein Provisorium aus Plastik, einem alten Wasserrohr und ein bisschen Holz. Wenn wir es dauerhaft testen wollen, müssen wir es auf jeden Fall noch verstärken bzw. aus Metall später nachbauen. Aber es funktioniert. Das heißt, der Sand wird in die Spirale rein transportiert. Ich kriege ihn vernünftig nach oben transportiert. Er läuft runter. Ich habe noch zwischendrin einen kleinen Rüttler einbauen müssen, dass er bis zum Ende durchläuft. Aber der Kreislauf funktioniert soweit. Wie viele Beutel sind das bislang? Also 8 waren es, aber ich habe auch schon gesehen, dass die eine oder andere Hand so ein bisschen verschwunden ist. Zum Spielen zu Hause, ja. Okay. Also wenn das funktioniert, werden wir in unserem Shop, weil die Nachfragen waren schon oft da, hier Lava to go anbieten oder sowas. Werden wir das in kleine Beutelchen verpacken. Ist sehr beliebt, das Zeug. Und entspannt fürchterlich. Davon klumpen auf dem Schreibtisch und zugucken, wie er langsam zerfällt. Dauert ungefähr 5 Minuten, danach ist man entspannt. So, ich kann die Drehzahl sonst bzw. das Vibrieren noch ein bisschen anpassen. Guck mal, jetzt ist genau die Frequenz getroffen, wo es sauber abläuft. Ja. Das ist ein 1 Volt Unterschied. Also sprich, ein bisschen mehr vibrieren, ein bisschen weniger vibrieren und es läuft. Es läuft jetzt sogar so gut bis zum Ende durch. Aber wie wollen wir das steuern am Ende? Ist diese Frequenz immer gleich, wo es rutscht? Oder ist es stapelabhängig, wie die Situation ist? Sie ist von der Menge abhängig. Also ich kann natürlich ein Frequenzband durchlaufen. Sprich, ich könnte so einen Puls machen, der langsam anfängt bis hoch, dass ich alles abfrühstücke, das würde gehen. Ja, guck mal, hier läuft er jetzt wunderbar zurück. Also Rücktransport ist gesehen. Schnell. Guck mal oben. Genau. Das darf nicht passieren. Deswegen könnten wir theoretisch sagen, wir machen das, was ich jetzt mit der Hand mache, hier einfach eine Sperre. Oder du hörst auf zu rütteln. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass der Sand vibriert.
Okay, sag mal so, siehst du es, wo siehst du es auch? Ist In die diesem Frage, Bereich, ob wenn ich's ich nur sage, sehe, weil ich's hier weiß. verschwindet es hier? Ja gut. Ja, auch Wenn's da jetzt- oben habe ich es gerade kurz gesehen. Das ist alles so ein bisschen wackelt. Okay. Naja, so ein Vulkan hat auch immer ein bisschen Erdbeben nebenher. Also bei dem Rüttler habe ich echt ein bisschen Respekt vor der Steuerung. Wann schmeißt man den an? Wie stellt man das fest? Ich habe irgendwie eine Kameraauswertung, die das Ganze steuert, wäre natürlich denkbar, aber es ist ein Riesenprojekt. Wie schon erwähnt eben, ist das Wichtigste für uns erstmal ein Dauertest. Ich kann an der Stelle schon mal vorwegnehmen, vielen Dank für diese vielen Zuschriften und Kommentare bei YouTube, Facebook und per E-Mail. Ihr sagt oft, wieso nehmt ihr die Schnecke? Das wird doch nie funktionieren, das wird Abnutzungen geben und die wird euch um die Ohren fliegen. Die Sorge haben wir auch. Aber warum machen wir das? Erstens, weil es die erste Idee war. Zweitens, weil es weiterhin die beste Lösung ist, um diese quillende Lava da oben zu erzeugen. Und drittens, weil der Hersteller behauptet, seine Schnecke nutzt nicht ab. Aber genau das gilt es ja zu testen. Der Dauertest ist vorbereitet. Es sind jetzt ordentliche Motoren drin. Tim hat die komplizierte Steuerung dafür fertig mit Frequenzumformern und ähnliches, so dass dem Dauertest nichts im Wege steht. Wir haben auch hier gleichzeitig absichtlich ein paar Fehler eingebaut, nennen wir es mal so. Das hier kann gar nicht hier auf so einem Tisch stehen später, sondern muss auf dem Fußboden stehen. Diese waagerechte Rutsche wird es gar nicht geben am Ende, aber vielleicht ja doch. Wir wollen nämlich alle Optionen testen, die uns noch in den nächsten Wochen einholen können, dass wir vielleicht doch einen waagerechten Teil überbrücken müssen oder wo es nicht so steil ist. Deswegen ja auch der eben erwähnte Rüttler, der uns noch ein bisschen zu Sorgen macht und den ich unheimlich gerne nicht brauche am Ende, weil das ist lustig. Je nachdem, welche Frequenz man wählt, rutscht die Lava oder sie rutscht nicht. Das kann manchmal eine starke Frequenz sein und die Lava rutscht nicht. Und dann muss man ein bisschen runterdrehen und plötzlich fängt sie an zu rutschen. Und das glaube ich nicht, dass wir es gesteuert kriegen. Wobei, wir suchen ja immer die Herausforderung. Deswegen, hier beginnt jetzt der Dauertest, der primär um die Welle geht. Wir werden parallel anfangen, die Rutsche zu optimieren und zu schauen, wie wir die Lava jetzt optisch schön in Farbe bringen und in Form. Aber für mich toll, es gibt ein neues Flugzeug. Und das ist bei Sascha jetzt jeden Moment fertig und da gehe ich jetzt hin. Ja, Sascha, ich freue mich tierisch. Ein neues Flugzeug, das ist immer so das Highlight. Es ist eigentlich ein A320. Denkt man, haben wir schon 4 oder 5 Stück, kriegt die Nummer 45. 45 ist das Flugzeug. Aber was Arne, Sascha und Hendrik da gebaut haben, ist für uns was Besonderes, für die Welt genau genommen auch. Denn es ist die erste A320 Neo mit den Winglets. Gibt es noch nicht als Modell, das heißt, du musstest die Winglets selber bauen halt und wir mussten die Triebwerke auch neu bauen, weil natürlich jetzt auch neue Triebwerke dran gebaut wurden, die natürlich weitaus sparsamer sind als die vorherigen. Genau, größer und sparsamer und leiser. Ich wohne in der Nähe vom Flughafen, mal gucken, ich habe noch keine fliegen sehen. Bin gespannt und deswegen schnappe ich sie mir jetzt, ich klaue sie dir und gehe auf dem Weg noch mal bei Axel vorbei, denn der funkte mich gerade an, dass auch noch was Besonderes fertig ist, nämlich die Rettungstreppe. Fast 2 Jahre dran gebaut. Danke. So, hier sind wir in unseren neuen Büros. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals gezeigt habe. Wir sind umgezogen und haben uns ein bisschen vergrößert, weil wir haben uns auch verstärkt durch Ole. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon kennengelernt habt. Da sitzt Felix und da sitzt Axel. Und da drüben in dem Büro sitze ich. Wir haben damals geplant, als wir umgezogen sind, hier kann man so einen Rollladen runterlassen, falls ich mal Ruhe brauche. Aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht ein einziges Mal runtergelassen. Ne? Bisher nicht, ne? Eigentlich herrscht hier die coolere Musik und deswegen lasse ich es immer offen. Das Flugzeug werden wir gleich in Betrieb nehmen und testen, aber für mich fast emotional noch wichtiger sind die neuen Feuerwehrautos. Vor 4 Jahren Flughafen eröffnet, habe ich euch schon erzählt, wir werden die Rettungstreppe bauen, als eine der größten Herausforderungen modellbautechnisch und K-Systemtechnisch, die wir bislang hatten. Es war nie viel Zeit, die Reparaturen bei 285 Autos überwiegten, aber irgendwann hast du sie doch fertig bekommen. Ja, zum Glück bin ich auch sehr froh drüber. Also es war ein weiter Weg, aber nicht nur die Rettungstreppe ist fertig geworden. Knuffing kriegt eine neue freiwillige Feuerwehrverstärkung, die hat Felix gebaut. Ole hat 2 neue Rettungswagen gebaut für Skandinavien, weil, wenn man sich das anguckt, der war mittlerweile ein bisschen unansehnlich. Da sieht der neue doch eindeutig besser aus. Der wird in die Vitrine gestellt, die gehen in Betrieb heute. Und wir haben für die Knuffinger Feuerwehr, für die Berufsfeuerwehr einen kompletten neuen Löschzug fertig. Aus 4 Fahrzeugen bestehend und das erste Mal auch ein Rüstwagen dabei. Der ist fertig und die werden wir jetzt mal zeigen. Das heißt, es gibt als Impression zum Schluss ganz viele neue Fahrzeuge. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und freue mich ganz doll aufs nächste Mal. Wenn alles klappt, werden wir nächstes Mal über die neue Lichtsteuerung reden. Tschüss.